Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir gucken uns heute mal wieder eine Powerbank an und zwar sehr konkret die Ugreen PB721. Das ist eine kompakte Powerbank, die ein Display mit sich bringt, was ich ja persönlich als neuen Trend sehr positiv empfinde. Sie kommt von Ugreen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, aus der Nexode-Serie mit 20.000 mAh und jeder Menge Fast Charging Standards. Die gucken wir uns heute einmal gemeinsam an. Ja, wie immer werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Details auf der Verpackung. Also, wir haben hier ein Display mit an Bord, welches euch über verschiedenste Zustände der Powerbank informiert. Ihr könnt das Ganze mit ins Flugzeug nehmen. Es gibt beziehungsweise die Powerbank erfüllt die notwendigen Restriktionen. Es gibt Sicherheitsmechanismen, die ein sicheres Laden erleichtern sollen oder beziehungsweise ermöglichen sollen. Es gibt diverse Fast Charging Standards, sowohl für iOS als auch Android, als auch verschiedene Telefone mit 100 Watt auf einem einzelnen Port und 130 Watt insgesamt Leistung, wenn ihr aus zwei Ports die Energie zieht. Energie heißt 20.000 mAh brutto, netto sind das dann 11.000, sehen wir gleich nochmal auf der Rückseite und hier unten seht ihr nochmal die Anschlüsse, also wir haben USB-C, wo ihr rein und rausladen könnt, noch einen zweiten USB-C-Port und einen USB-A-Port, diverse kompatible Geräte, also sowohl könnt ihr damit natürlich euer MacBook laden, als auch euer Telefon, als auch eure Kopfhörer, also da geht wirklich eine ganze Menge. Hier im oberen Bereich seht ihr dann den Input, das sind 65 Watt maximal, also 20 Volt mal 1,25 Ampere, sorry, 3,25 natürlich, sonst kommen wir nicht auf 65. Wir haben am USB, wieso ist das hier, wieso stellt es nicht richtig scharf? Am USB-C1 Port haben wir halt die 100 Watt und ansonsten können wir an den anderen beiden ein kleines bisschen weniger laden. Seht ihr hier nochmal, beziehungsweise erkennt man es irgendwie wirklich nicht gut, keine Ahnung, die Kamera stellt nicht richtig scharf. Also ihr könnt auf jeden Fall insgesamt 130 Watt laden und an einem einzelnen Port, dem USB-C1 Port, könnt ihr 100 Watt laden. Ansonsten hier unten nochmal die Info zur Nettokapazität. Wie gerade eben schon erwähnt, 11.000 mAh bleiben euch von den 20.000, die brutto in dem Gerät enthalten sind. Ansonsten glaube ich nichts Spannendes mehr dabei, deswegen würde ich vorschlagen, im nächsten Schritt packen wir das Ding direkt einmal aus. Ja, und wie ihr gerade schon gelesen habt, kann es sein, dass sich die finale Verpackung und auch der finale Inhalt unterscheidet. Ich glaube, dass das jetzt hier schon relativ final ist, weil ihr habt gesehen, das sieht schon, ja, ich will mal sagen, verkaufsfertig aus. Ich muss aber darauf hinweisen, falls nachher an diesem Testexemplar, welches ich hier habe, noch etwas sich ändert für den wirklichen Verkauf dann. Von daher seid nicht böse, wenn nachher irgendwas mehr dabei ist, denn ich hoffe, es kann eigentlich nur mehr dabei sein, sozusagen. Gut, was heißt mehr dabei sein? Wir gucken jetzt mal rein, was denn überhaupt enthalten ist. Logischerweise wird eine Powerbank dabei sein, in der Hoffnung, dass auch noch ein Kabel enthalten ist. Werden wir dann gleich sehen, was sich hier in dieser Verpackung verbirgt. Die ist übrigens für 20.000 mAh schon die Verpackung auch nicht groß und auch nicht schwer. Ich gehe davon aus, dass die Powerbank, die wie ihr hier seht, nur einen Teil der Verpackung ausmacht, entsprechend auch nicht sonderlich schwer sein wird. Gut, hier ist dann das Zubehör drin. Gucken wir mal rein. Ah, okay, da ist ein Ladekabel mit drin und auch eine, ja, eine Transporttüte, eine Box, wie auch immer, fühlt sich ganz gut an. Da könnt ihr das Ganze dann etwas geschützt drin unterbringen. Wir haben hier ein USB-C Ladekabel, damit ihr dann auch den Saft aus der Powerbank rausbekommt. Und wir haben natürlich, und das ist das nächste hier, die Powerbank an sich. Die sind ja so alle so ein bisschen in diesem gleichen Format, sage ich jetzt mal, in letzter Zeit. Ich finde das persönlich ganz praktisch, weil das irgendwie so ein, ja, ich will mal sagen, so ein Goldbarrenriegel, wie auch immer man das nennt, Format hat. Und vor allen Dingen diese dieser neue Trend zu Displays finde ich persönlich ja richtig gut, weil man da viele Informationen rausziehen kann. Ja, sieht erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus. Auf der Rückseite nochmal alle Infos. Hier seht ihr das Ding einmal. Wir gucken es uns gleich natürlich nochmal im Detail an. Was haben wir hier noch mit drin? Eine Bedienungsanleitung, gut, die dürfte nicht allzu kompliziert sein. Einzig der Knopf an der Seite, mit dem ihr ja das Display bedienen könnt, da wird man sicherlich vielleicht mal nachlesen müssen, ist auch auf Deutsch verfügbar, ansonsten ist hier nichts mehr enthalten. Und dann würde ich vorschlagen, im nächsten Schritt gucken wir uns die Powerbank einmal genauer an.
So, Folie über dem Display ist entfernt. Von der Haptik und auch von der Verarbeitung ist das über jeden Zweifel erhaben. Ist natürlich aus Plastik, aber da knarzt nichts. Das ist alles wirklich richtig gut verarbeitet. Der Knopf an der Seite dient dazu, das Display zu konfigurieren. Und wenn ihr darauf gedrückt haltet, könnt ihr auch den Low-Energy-Modus konfigurieren, sodass ihr dann auch eure Kopfhörer und so weiter und so fort laden könnt. Hier an der Oberseite seht ihr dann die entsprechenden Input-Output-Ports. Zweimal USB-C, wovon einer auch Input hat und einmal USB-A für den Output. Wie eben schon erwähnt, 130 Watt ist die Maximalleistung aus 2 Ports, damit kommt er auf 130. 100 Watt kriegt ihr aus dem USB-C 1 Port. Ansonsten ist das hier wirklich richtig gut, wie gesagt, verarbeitet, fühlt sich auch gut an. Es ist unten gummiert, sodass die Powerbank nicht wegrutscht. Auf der Rückseite seht ihr dann nochmal die Details aufgedruckt, die wir gerade eben schon auf der Verpackung haben. Das Ding ist nicht sonderlich schwer. Es ist aus meiner Sicht auch vom Gewicht und von der Handhabung her wirklich richtig einfach. Und wie gerade eben schon gesagt, könnt ihr den Low-Energy-Modus konfigurieren, indem ihr einfach auf die Taste gedrückt haltet. Steht aber ansonsten auch nochmal in der Anleitung. Ja, also wenn ihr eine leichte Powerbank sucht, die auf jeden Fall eine hohe Kapazität hat und gleichzeitig noch das Ding ein kompaktes Maß haben soll, dann glaube ich, ist das hier auf jeden Fall das Richtige. Wie gesagt, Display gucken wir uns jetzt nochmal im Ladezustand an. Ja, und als erstes checken wir natürlich mal, wie viel denn reingeht. Denkt immer dran, nur der USB-C 1-Port ist auch zum Laden gedacht. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, den Zweier zu benutzen und wundert sich nachher, dass das Ding nicht voll wird. Ich benutze dafür hier das Ugreen-Netzteil, was wir zuletzt schon hier auf dem Kanal hatten. Hat 160 Watt Maximal-Output. Sollte also auch auf dem Einzelport ohne weiteres reichen, um uns die 65 Watt zu liefern, die denn nötig sind, um diese Powerbank optimal zu laden. Wie gesagt, ich habe zweimal in den USB-C2-Port reingesteckt und mich gewundert, warum es nicht lädt. Deswegen sage ich es nochmal, nur der 1er ist letzten Endes auch fürs Laden gedacht. Und dann sehen wir hier schon, das Display zeigt jetzt an, mit wie viel Watt wir denn laden. Und vor allen Dingen auch rechts oben könnt ihr sehen, wie lange denn jetzt noch die Ladezeit ist. Und das Versprechen des Herstellers, mit 65 Watt das Ding in 2 Stunden voll zu kriegen, das habe ich tatsächlich geschafft. Seht ihr hier oben auch nochmal, insgesamt passt das also von der Zeit her. Das sollte keine Überraschung sein, dass man mit 65 Watt dann 2 Stunden braucht, um die Powerbank auch voll zu bekommen. Ist jetzt auch von mir getestet. Ja, was wir reinpacken, wollen wir natürlich auch wieder rauskriegen und ihr seht jetzt hier, ich habe 2 Geräte angeschlossen. Was ihr nicht sehen könnt, ist mein MacBook im Hintergrund. Ansonsten seht ihr aber hier mein S24 Ultra, welches wir mit Samsung Fast Charge 2.0 laden können. Und hier seht ihr auch die Wattzahlen, also das Samsung-Netzteil lädt jetzt gerade mit maximaler Leistung oder beziehungsweise mit dem, was gerade notwendig ist. Und am MacBook seht ihr, wenn ich hier so ein bisschen bewege und den Prozessor etwas fordere, dann gehen wir da auch auf die Wattzahl, die maximal möglich ist. Das sind knapp über 90 Watt ja bekanntlich beim MacBook Pro 14, welches ich habe. Also insofern, wir können die Powerbank hier gerade gar nicht ausreizen mit den 130 Watt, die gehen. Rechts oben seht ihr noch, wie lange dann bei der aktuellen Auslastung die Powerbank weiter laufen würde. Also diese Display-Funktionalität ist für mich wirklich eine sehr positive Geschichte. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen und wir ziehen ein kleines Fazit nach diesem Test zur Powerbank. Also verarbeitet ist das Ding wirklich richtig gut, unten gummiert, klein, leicht, kompakt für 20 mAh, mit 25.000 mAh muss man natürlich sagen. Display gefällt mir auch richtig gut, weil ihr alle notwendigen Informationen ablesen könnt. Ich bin ja persönlich, ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, ein großer Fan von diesem neuen Display-Trend, weil ihr halt einfach Infos habt, die ihr sonst in der Vergangenheit nicht gehabt habt. 130 Watt insgesamt, 100 Watt maximal über den USB-C 1-Port, hier steht es auch nochmal dran. Das reicht aus meiner Sicht für die meisten Dinge aus. Ein MacBook Pro 16 Zoll kriegt ihr damit zwar nicht voll oder beziehungsweise nicht maximal geladen, aber für alles andere sollte das auf jeden Fall ausreichen. Wer also eine handliche Powerbank sucht, die trotzdem 20.000-11.000 mAh mit sich bringt, eine gute Verarbeitung und ein Display bei gleichzeitig noch 100 Watt beziehungsweise 130 Watt Maximalleistung, der ist hier auf jeden Fall richtig. Guckt euch das Ding mal an, Link in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.